Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Film hier aus der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und dies ist mein YouTube-Kanal rund ums Thema Aquarell. Vielleicht fehlt dir noch eine Idee für eine schöne Osterkarte, die du mit Aquarellfarben malen möchtest. Ich habe heute im Video das passende Motiv für dich. Dieses bunte Ostermotiv ist quasi ohne einen einzigen Pinselstrich gemalt. Die Technik, in der mein Motiv heute gemalt ist, heißt Pouring, kommt aus dem Englischen und das heißt so viel wie gießen. Und die Farbe wird hier in verschiedenen Schritten auf das Papier gegossen. Es ergeben sich dabei schöne weiche Verläufe, die man mit dem Pinsel einfach gar nicht so hinbekommen würde. Zwischendurch werden immer einzelne Bildbereiche maskiert, sodass dort die Farbe nicht aufs Papier kommt und das Bild wird in mehreren Schichten aufgebaut. Viel Spaß jetzt mit dem Film. Wenn du möchtest, schreib mir gerne einen Kommentar, ob du vielleicht solche experimentellen Techniken hier noch mehr auf meinem Kanal sehen möchtest. Ich freue mich immer über Kommentare und auch natürlich über einen Daumen nach oben, wenn dir dieses Video gefallen hat. Und jetzt geht's los. Für diese besondere Technik des Gießens der Aquarellfarbe arbeite ich heute nur mit 3 Grundfarben. Ich habe in meiner Farbkiste gekramt und vor allen Dingen Farben herausgesucht, die sehr transparent sind. Denn für diese Gießtechnik brauchen wir sehr transparente Farben, weil mehrere Schichten übereinander gegossen werden und das Bild immer noch leuchten soll. Ich arbeite mit Winsor Blue von Winsor Newton und die Information über die Transparenz der Farbe erhalte ich hier hinten mittels dieses Kästchens, was hier auf der Tube aufgedruckt ist. Wenn das Kästchen, so wie hier, nicht schwarz gefüllt ist, sondern eben komplett weiß bleibt, dann ist die Farbe transparent. Die transparenten Farben sind immer Einpigmentfarben. Das ist auch ein Indiz dafür, dass die Farbe eben dann transparent ist, wenn sie nur aus einem Pigment besteht. Hier bei dieser Farbe ist es PB15. Die zweite Farbe, die ich verwende, ist der Rotton. Das ist ein kühler Rotton Alizarin Karmesin. Man könnte auch das Permanent Alizarin Karmesin verwenden von Winsor Newton. Auch wieder hier die Information transparente Farbe und Pigment ist PR, R ist für Red, PR83. Die dritte Farbe ist der Gelbton, da werde ich das Winsor Lemon von Winsor Newton verwenden. Und wir haben hier das Zeichen für fast transparent, also da ist schon ein Schrägstrich durch das Quadrat. Bei den Gelbtönen ist relativ schwer, ein wirklich transparentes Gelb zu finden. Ich hatte im Moment keins bei mir in der Kiste, also habe ich auf dieses hier zurückgegriffen. Das Pigment ist auch nur 1 in der Tube drin, ganz wichtig, das Yellow 175. Außerdem brauchen wir für unser Gießmotiv heute Rubbelkrepp. Die Firma ist dabei relativ egal. Ich habe jetzt hier von Schminke eine kleine Dose Rubbelkrepp neutral in einem weißen Farbton. Es gibt diese Maskierflüssigkeit auch in einem hellblauen Farbton. Ich finde das Weiß immer etwas neutraler für mein Bild. Es trocknet ganz transparent auf und stört mich dann nicht in meiner Farbentscheidung. Bevor ich mir jetzt die Farben hier in diesen Gläschen anmische, möchte ich euch das Referenzfoto für heute zeigen. Das sind einfach nur bunte Ostereier, die ich mir in einem ersten Schritt etwas zugeschnitten habe, um einen schönen, interessanten Bildausschnitt zu bekommen. Hier sind für mich immer auch die Leerräume entscheidend, die zwischen den Objekten liegen. Wobei man hier sagen muss, der dunkle Schatten gehört mit zum Objekt dazu und der Leerraum wäre jetzt hier einmal nur die helle Form, diese helle Form und diese helle Form. Sie sind wiederholend im Bild als längliche Form, aber variieren in ihrer Eigenform doch sehr stark und das ist immer für das Interesse im Bild ganz wichtig. Ich werde jetzt die Gießtechnik anwenden und dafür muss ich mir im Vorfeld einen Plan für mein Bild erstellen, in welcher Reihenfolge ich die einzelnen Gießschritte vornehme. Die Technik funktioniert so, dass man helle Bereiche maskiert, zum Beispiel jetzt hier die Lichtpunkte auf den Eiern, und den ganzen Rest des Bildes mit einer Farbmischung gießt. Nachdem dieser Auftrag getrocknet ist, wird der nächsthellere Bereich, jetzt hier in dem Fall die Form der Eier, maskiert und der Rest wird wieder mit Farbe begossen. Im nächsten Schritt wird die nächste Tonwertstufe maskiert
und wieder wird gegossen, so dass zum Schluss nur noch die dunklen Schatten übrig bleiben, die im letzten Arbeitsschritt mit Farbe begossen werden. Die Mischung der gegossenen Farbe wird dabei immer dunkler, immer cremiger und die Farbtöne deshalb auch dunkler. Das Referenzfoto und meine Skizze für das Motiv bekommen die Unterstützer unseres Kanals wieder per Mail zugesendet. Wenn ihr ein Unterstützerpaket für unseren YouTube-Kanal abgeschlossen habt, vielen Dank schon mal dafür, dann findet ihr alle Skizzen und Referenzfotos auch für fast alle vergangenen Filme auf unserer Steady-Seite der Aquarellwerkstatt. Ihr könnt sie euch von dort herunterladen und dann ausdrucken und als Referenzmaterial für euer eigenes Bild verwenden. Im ersten Schritt maskiere ich jetzt nur die Lichtpunkte auf den Eiern. Das sind jetzt ganz, ganz kleine Formen. Die Technik des Maskierens bleibt immer die gleiche. Zunächst feuchte ich meinen kleinen Detailpinsel, das ist ein synthetischer Rundpinsel in der Größe 6, mit Wasser an und gebe ihn dann hier in ein Stück Pinselseife, um ihn vor der Maskierflüssigkeit zu schützen. Dann gehe ich hier in die Maskierflüssigkeit hinein und kann jetzt die Form auftragen. In dieser Gießtechnik kann man natürlich auch größere Formate malen. Das ist eine wirklich sehr spannende Technik, mit der man eben zunächst immer die hellen Formen maskiert und sich dann Schritt für Schritt in den Tonwerten vorwärts bewegt. Ich werde jetzt nicht jedes Ei mit einem Lichtpunkt versehen. Die anderen Helligkeiten auf den Eiern werde ich im letzten Arbeitsschritt aus der Farbe wieder herauswaschen. Das gibt dann so eine diffuse Aufhellung des Farbtons, der mir häufig noch besser gefällt als dieser doch recht krasse Lichtpunkt. 4 Lichtpunkte reichen jetzt für mein Bild. Und jetzt kann ich den Pinsel schon wieder mit klarem Wasser ausspülen. Es ist immer wichtig, die Maskierflüssigkeit sofort auszuspülen. Und wenn man den Pinsel im Vorfeld mit der Seife geschützt hat, verkleben die Haare auch nicht. Bevor ich jetzt die Farbe auf meine Fläche auftrage, muss diese Maskierflüssigkeit komplett trocken sein. Man könnte jetzt eine halbe Stunde warten, so lange dauert das ungefähr, bis es durchgetrocknet ist, oder mit dem Föhn diese Bereiche jetzt trocken föhnen. Nun will ich mir meine 3 Grundfarben anmischen und gebe einen kleinen Klecks Farbe in mein kleines Schälchen. Im ersten Farbauftrag sollen die Farben noch relativ dünn sein. Das heißt, ich brauche jetzt hier wenig Pigment und relativ viel Wasser in der Mischung. Ein bisschen Wasser sprühe ich mit der Sprühflasche in jede Schale hinein. Und dann wird mit dem Pinsel die Farbe glatt gerührt. Man könnte jetzt hier auch 3 verschiedene Pinsel verwenden. Schön ist, wenn die Farbe wirklich nicht verschmutzt und der Farbton ganz rein und leuchtend bleibt. Sieht schon so ein bisschen aus wie Ostereier färben. Ein wunderschöner Blauton, Winsor Blue von Winsor Newton. Ich feuchte jetzt das gesamte Blatt an und gebe dann die Farbe auf das feuchte Blatt. Man könnte jetzt hier direkt aus dem Schüsselchen die Farbe aufs Blatt gießen oder aus dem Pinsel heraus Tropfen aufs Blatt setzen. Ich achte darauf, dass sich die Farben nicht zu sehr vermischen. Und jetzt drehe ich das Blatt und das Pigment sucht sich seinen Weg. Leider auch hier sofort nach außen. Also man braucht viel Küchenrolle oder Baumwolltücher, um die Feuchtigkeit hier im Griff zu haben. Mit der Sprühflasche wird noch einmal hineingesprüht, dass die Farbe schön laufen kann. Und wichtig ist für mich jetzt, dass bestimmte helle Bereiche nicht komplett sich vermischen, sodass die Farben in ihrer Buntheit auch noch erkennbar sind. Die überschüssigen Wassertropfen, die sich oft am Rand des Bildes jetzt sammeln, hebe ich mit der abgetrockneten Pinselspitze heraus, sodass jetzt eine gleichmäßige Feuchtigkeit auf dem Bild entsteht.
Dieser Farbauftrag kann jetzt wieder in Ruhe trocknen oder aber er wird geföhnt. In jedem Fall sollte die Farbe ganz trocken sein, bevor wir weitermachen. Wenn du dieses Motiv nacharbeiten möchtest, würde ich dir immer empfehlen, in Serie zu arbeiten. Das heißt, jetzt 3 Blätter gleichzeitig zu bearbeiten, in denen du verschiedene Farbstellungen ausprobieren kannst. Ich habe jetzt hier ja das warme Gelb mit dem Rot als dominierende Farbe eingesetzt und nur eine Prise von den Blautönen hineingegeben. Ich könnte mir aber auch sehr gut vorstellen, dass mehr blau-grüne Eier zu sehen wären und weniger Gelb. Das müsste man dann jetzt in einer zweiten Version farblich ausprobieren. Das Blatt ist jetzt komplett trocken und ich beginne mit der Maskierung der nächsten Stufe und schütze wieder den Pinsel hier mit meiner Pinselseife und fange dann die Form der Eier an zu maskieren. Ich werde also im nächsten Schritt dann den Hintergrund malen oder gießen und die Eier bleiben in ihrer Farbigkeit bestehen. Wichtig ist jetzt beim Maskieren zu wissen, dass man mit dem Maskierpinsel wirklich auch schon zeichnet oder malt. Damit meine ich, dass die Konturen der Formen wirklich genau erwischt werden. Zum Beispiel jetzt hier die Rundung des Eis möglichst genau mit der Maskierflüssigkeit abgedeckt wird. Das ist der Schatten, den maskiere ich nicht, nur die Eier werden maskiert. So, die Form der Eier ist mit Maskierflüssigkeit bedeckt und jetzt ist wieder Kaffeepause. Die Maskierflüssigkeit auf den Eiern ist ganz trocken. Ich überprüfe das immer, indem ich hier auf die Flächen ein bisschen drauf tippe und wenn nichts mehr am Finger haften bleibt, ist es gut trocken. Und ich ergänze jetzt hier meine Farbmischungen mit jeweils noch einem Klecks Pigment, denn die Mischung, die jetzt auf das Papier gegossen wird, sollte etwas cremiger sein, damit die Farbe dunkler wird. Zunächst werden wieder die Bildbereiche nass gemacht, die nicht mit Maskierflüssigkeit bedeckt sind. Das ist jetzt hier der Zwischenraum zwischen den Eiern, einschließlich der Schatten. Und in diese Bereiche wird jetzt die Farbe hineingetropft. Ich arbeite jetzt mit verschiedenen Mischungen. Hier kommt etwas mehr Blau in diese Ecke. Das Grünes. Und jetzt wird wieder das Brett bewegt und die Farbe darf selber sich ihren Weg suchen. Überschüssige Tropfen gleich mit dem Küchentuch abnehmen. Wenn dir dann die Mischung auf deinem Papier gefällt, dann beendest du den Arbeitsschritt und das Blatt muss jetzt wieder komplett durchtrocknen. Im letzten Arbeitsschritt möchte ich die dunklen Schatten unter den Eiern malen und ich muss jetzt also die Stellen, die in der Farbigkeit erhalten bleiben sollen, maskieren. Das heißt, dieser gesamte Hintergrund, der Zwischenraum zwischen den Eiern, wird jetzt maskiert und die Schattenformen hier unter den Eiern bleiben stehen. Das gesamte Blatt ist jetzt maskiert, mit Ausnahme der Schattenform unter den Eiern und jetzt muss diese Maskierflüssigkeit wieder trocknen. Die Maskierflüssigkeit ist jetzt getrocknet und ich feuchte die Bereiche der Schatten unter den Eiern mit klarem Wasser an. Hier lasse ich jetzt eine sehr dicke und cremige Mischung meiner 3 Grundpigmente hineinlaufen.
Und wieder wird das Blatt bewegt. Wir können jetzt ja ruhig hier drüber gehen mit dem Pinsel, denn diese Bereiche sind ja maskiert. Wichtig ist, dass jetzt auch die Farben der Schatten durchaus variieren. Ich gebe hier noch etwas mehr Rot mit hinein. Überschüssige Wassertropfen tupfe ich ein wenig ab und dann wird das gesamte Blatt noch einmal geföhnt. Das Rubbelkrebs sollte man relativ zeitnah nach dem Malen wieder entfernen. Es ist wichtig, dass es nicht länger als 1 bis 2 Tage auf dem Papier verbleibt. Am besten ist es so zu machen wie wir jetzt. Ich habe ungefähr 1 Stunde einen Spaziergang gemacht und jetzt ist das Blatt komplett trocken und ich rubble die Maskierflüssigkeit vom Blatt herunter. So, ich habe jetzt die Maskierflüssigkeit komplett abgehoben und möchte jetzt noch ein paar kleinere Korrekturen vornehmen. Zunächst werden hier die Lichtpunkte etwas weicher gewaschen. Dafür verwende ich meinen synthetischen Flachpinsel und löse jetzt hier die scharfen Kanten etwas an. Außerdem kann ich bestimmte Ränder der Eier jetzt hier, zum Beispiel hier oben, etwas heller auswaschen, um zu zeigen, dass dieses Ei vor diesem hinteren Ei liegt. Auch hier würde sich das anbieten. Auch den Übergang vom leuchtenden Ei zum Schatten möchte ich noch etwas weicher gestalten. Hier löse ich auch die Farbe mit dem Auswaschpinsel noch ein wenig an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hast jetzt Lust bekommen, die Osterkarten mit der Gießtechnik zu gestalten. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wir sehen uns, wenn du möchtest, hier am nächsten Samstag wieder mit einem neuen spannenden Motiv aus dem Themenfeld Aquarell. Tschüss, bis dahin.